Einige St. Pauli-Spieler standen ohne Homburger Gegner ratlos auf dem Millerntor-Grün. Verwirrung total. War die Partie vielleicht doch noch gar nicht zu Ende? Jetzt bitte keinen Skandal, so kurz vor dem Erstligaglück. St. Pauli-Vizepräsident Christian Hinzpeter in höchster Aufklärungsnot. Ja, Christian Hinzpeter kriegt das Mikrofon jetzt. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Feststellen, dass der Schiedsrichter mir in der Kabine gesagt hat, das Spiel ist offiziell beendet und mit 5:0 Tor für uns gewinnt. Ich kam 1972 in diese Stadt aus München und das war relativ schnell klar über meine Moorweidenfreunde, wo wir immer gekickt haben und so, die waren alle bei St. Pauli. Da gab es gar keine Frage, irgendwie um das zu entscheiden, hier sich für den anderen oder für den einen. Das war ganz gut, glaube ich, weil und hat sehr gut irgendwie funktioniert mit den Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, weil das auch die waren, die sozusagen mir dann im Stadion wieder begegneten. Zum Teil eben als eigene Freunde sozusagen, aber zum Teil eben auch Leute, die sehr ähnlich waren, auch in studentischen Zusammenhängen und so weiter. Wenn man sich die Bilder so mal zurückholt im Hirn, das Publikum war so unfassbar gemischt. Das war heterogen, aber es war auch wahnsinnig nett, weil man kannte die Leute. Den einen, der da auf der Stufe 19 stand oder was, der immer, wenn Dahms am Ball war, geschrien hat, oh, der Dahms. Und zwar in einer, so kontinuierlich sozusagen 90 Minuten lang. Das war eine Freude, den am Samstag zu treffen, weil man wusste, dass jetzt gleich der Dahms-Saga wieder da auftritt und so. Also solcherlei, das war skurril eigentlich eher, ja, weil das nicht mein Zusammenhang sonst war. Aber es waren eben auch Typen, die irgendwie anders waren, als wenn ich das heute so vergleiche. Auch würde ich immer sagen, du erkennst einen HSV-Fan ohne Kutte und einen, der St. Pauli eher zugeneigt ist. Auch ohne große, also mit ein bisschen Menschenkenntnis und ohne große Dahinterschau. Später, als ich dann also in dem Verein tatsächlich dann eine Rolle gespielt habe im Vorstand oder Präsidium, da war es ja dann so, dass die Spiele für mich ja auch Arbeit waren, wenn man so will. Ich habe unten immer am Marathontor gestanden, neben dem, da wo wir die Anzeigentafel nachher gebaut haben, die alte wieder, und da so zwischen den gegnerischen Fans, die ja da in der Südtribüne waren, da wo es heikel war, da wo Fiete stand und im Zweifel dann auch mal reingegangen ist und auch ganz anders als heute möglich, wie der da agieren konnte und agiert hat, sehr eindrucksvoll zum Teil agiert hat, der Bierkutscher. Ja, da stand ich und habe meine Zigaretten geraucht. War da immer ein kleiner Hügel, weil ich habe da ziemlich viel investiert in die Rauchwaren. Ja, das war so meine Welt sozusagen da beim Verein.